Was sind Wallets? In diesem Video erklären wir euch, was man unter Wallets versteht. Unter dem Begriff Wallet wird meist eine digitale Geldbörse verstanden. Denn Kryptowährungen werden im Gegensatz zu Fiat-Währungen nicht in normalen Geldbörsen oder Konten aufbewahrt, sondern in sogenannten Wallets gespeichert. Dabei befinden sich die Kryptowährungen, wie man möglicherweise annehmen könnte, nicht direkt im Wallet drinnen, sondern auf der dazugehörigen Blockchain. Ein Wallet dient also nur zur Verwaltung der auf diesem Wallet registrierten Kryptowährungsbestände. Das heißt, in der Wallet selbst befinden sich lediglich die öffentlichen als auch privaten Adressen zu den Kryptowährungen. Man kann ein Wallet also alternativ auch mit einem Schlüsselbund vergleichen, welcher die Schlüssel zu den passenden Aufbewahrungsorten der jeweiligen Kryptowährung enthält. Diese Schlüssel werden benötigt, um auf die Kryptowährung der jeweiligen Blockchain zugreifen zu können. So können Personen sowohl ihren Bestand an Kryptowährungen jederzeit nachverfolgen, als auch ihre Kryptowährungen beliebig versenden und empfangen. Es existieren momentan diverse Arten von Wallets für unterschiedliche Benutzeranforderungen. Dabei weisen sie alle ebenso unterschiedliche Sicherheitsgrade auf, sowie eigene Vor- und Nachteile. Je nach Sicherheitsanforderung kann man dann den passenden Wallet für sich wählen. Man unterscheidet im Allgemeinen zunächst zwischen Hot und Cold Wallets. Unter Hot Wallets werden alle Wallet-Arten bezeichnet, die eine Verbindung zum Internet haben. Darunter zählen beispielsweise die Software-Wallets und Web-Wallets. Software-Wallets sind Programme, welche auf dem PC oder auf dem Handy genutzt werden können, um dort deine Kryptowährungen zu speichern. Sie sind sehr benutzerfreundlich, da Nutzer ihre Coins jederzeit auf ihrem PC oder Handy aufrufen können. Die Tatsache jedoch, dass Software-Wallets zu jeder Zeit mit dem Internet verbunden sind, macht diese anfälliger für Hackerangriffe. Wer sich also für Software-Wallets entscheidet, sollte dies nicht außer Acht lassen. Auch als Hot Wallets werden ebenso beliebte und leicht zugängliche Web-Wallets bezeichnet. Diese Art von Wallet wird von den Kryptobörsen selbst angeboten. Wenn man also beispielsweise Bitcoins bei Coinbase kauft, werden diese sofort auf den von Coinbase bereitgestellten Bitcoin Wallet übertragen. Darin befinden sich dann die entsprechenden Private und Public Keys für deine Bitcoins. Wie auch bei Software-Wallets ermöglichen Web-Wallets eine rund-um-die-Uhr-Einsicht auf deinen Bestand. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass einige Kryptobörsen bereits in der Vergangenheit Opfer von Hacking-Angriffen wurden. Solche Vorfälle sind zwar sehr selten, jedoch sollte man dies stets im Hinterkopf behalten. Viel sicherer als Hot Wallets sind die sogenannten Cold Wallets. Hierbei handelt es sich um Wallets, die keine Verbindung zum Internet haben. Aktuell werden diese Arten von Wallets als die sicherste Form der Aufbewahrung angesehen. Darunter zählen beispielsweise die Paper Wallets und Hardware Wallets. Paper Wallets können ganz einfach erstellt werden. Dabei kann man auf entsprechenden Webseiten sich in kurzer Zeit einen Private und den dazugehörigen Public Key generieren lassen und diese ganz einfach ausdrucken. Diese müssen jedoch sicher verwahrt werden, da bei Verlust des Ausdrucks dieser nicht wiederhergestellt werden kann. Ebenso muss man beachten, dass wenn der Computer von Malware befallen ist, die generierten Keys auf dem Paper Wallet von Beginn an manipuliert sein könnten. Alternativ und viel beliebter sind die Hardware Wallets, da diese ein sehr hohes Maß an Sicherheit aufweisen und sich somit wohl am besten für die Aufbewahrung von Kryptowährungen eignen. Dabei werden die Private Keys auf einem kryptografisch gesicherten Hardware-Gerät abgespeichert. Da dieses Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, sind Hackerangriffe, sogar wenn ein Computer von einem Virus befallen ist, fast unmöglich. Der einzige Nachteil an Hardware-Wallets ist, dass diese aufgrund des hohen Sicherheitsgrades kostspielig sein können. Die Preise für gute Hardware-Wallets beginnen dabei durchschnittlich bei ca. 50 €. Wie ihr sehen könnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, seine Kryptowährungen sicher und einfach aufzubewahren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere unseren Channel. Bis zum nächsten Mal.